Bosch Performance CX Best 3, Riese und Müller, mit einer gigantischen Schaltung eingebaut, quasi wartungsfrei, so kann man es schon sagen. Also das ist im Vergleich zur Kettenschaltung, glaube ich, von der Wartung kein Thema mehr, Tobi, oder? Genau, da hast du recht. Hier haben wir wenig Teile, die noch getauscht werden müssen. Also der Carbonriemen, wir sagen es immer wieder, der läuft quasi ewig. Also 20.000 ist da die Mindestangabe. Ist eine Enviolo verbaut in der Trekking-Variante, das heißt 380% Bandbreite. Das heißt für den Trekking-Bereich auch mehr als ausreichend von der Übersetzung. Aber was hat so eine XT, so eine 10-fach zum Beispiel? Also bei der XT, da sind wir so Richtung 500 unterwegs, aber da sind wir ja auch wirklich dann für die Berge ausgerüstet. Die kommt nah ran an die XT, also von der Bandbreite? Ja, da sind wir schon relativ nah dran. So, jetzt ist noch eine Besonderheit, eine gefederte Sattelstütze ist mit drin, das heißt, also man hat von Cane Creek hier was Tolles eingebaut, sollten mal Stöße kommen von unten, mal fährt ein Schlagloch rein, hier wird gefedert. Genau, eine richtig gute Parallelogramm-Federsattelstütze, da lässt sich das Elastomer in der Mitte auch austauschen, also je nachdem welches Gewicht man auf die Waage bringt, bekommt man auch das passende Element für rein, eine bequeme Sache. Ja, auch ein toller Sattel ist dabei, den muss ich nicht direkt austauschen. Entscheidend ist ja oft die Sattelbreite, das ist ein Thema. Der ist relativ breit, das heißt, der könnte schon für den einen oder anderen passen. Genau, das ist relativ gängig in der Größe, das ist immer so im Bereich 12 bis 15 Zentimeter von der sitzgenauen Breite. Das ist eine gängige Größe, aber am besten lässt man sich halt ausmessen, dass es auch wirklich passt. Ja, ein toller Mic-Träger drauf, das Ganze sehr stabil. 1-2 Takte bei Riese und Müller, Lucien. Was ist das für ein Unternehmen? Ja, das ist ein Unternehmen, das gibt es auch schon seit 1996, hat früher normale Fahrräder gebaut, die ein bisschen außergewöhnlicher und stabiler waren. Die CEOs sind Maschinenbauingenieure. Das merkt man halt auch oft bei den Modellen, dass es die so vorher nicht am Markt gab. Ich sage nur Thema Hommage, Tiefeinstieg, Fully gab es vorher so nicht, wurde jetzt von vielen Herstellern nachgemacht. Und das Thema ist seit 2012 bei Riese Müller, also die kommen aus Mühltal bei Darmstadt, dass die nur noch E-Bikes bauen und darauf sich spezialisiert haben. Das heißt hochwertige Premium-Räder, die lange halten, eine sehr hohe Fertigungsqualität aufweisen und halt sehr stabil auch sind. Ne? Ja, und ich würde also hier diesem Gepäckträger doch einiges zumuten. Das heißt also auch mal das kleine Kind mit 30, 40 Kilo soll man zwar nicht, aber der sieht zumindest mal so aus, als ob es nicht gleich auseinanderfällt. Genau, also offiziell dürfen wir da bis 27 Kilo gehen. Das ist dann schon ein bisschen was. Und ja, wir wissen es ja, wir sind in Deutschland, da gibt es auch kleine Toleranzen. Okay, das heißt, das Babysitz würde gehen, problemlos, oder? Genau, würde problemlos funktionieren. Wir verbauen den auch ganz gern am Sattelrohr, dass eben quasi der Kindersitz dann freischwebend über dem Gepäckträger ist, aber auch auf dem Gepäckträger ist kein Problem. Ist der stufenlos hier die Schaltung hin? Die ist stufenlos, genau. Ja, das heißt, da macht es nicht klack, 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 sondern ich habe so ein kleines Männchen hier oben, das kenne ich ja von Enviolo. Wenn die Leute irgendwelche über Probleme von Enviolo hören, dann reden wir dann von vor 10 Jahren? Ja, so ungefähr. Also die Enviolo mittlerweile wirklich fast fehlerfrei. Da kommt es ganz selten noch vor, dass du, wenn du dann ein Highspeed-Modell hast oder im Lastenradbereich unterwegs bist, dass es da vielleicht mal noch irgendwas einzustellen gibt, aber mittlerweile echt eine super Schaltung. So, Fernlicht, mach mal bitte an, das Display. Was ist da für eine Batterie verbaut bei dem? Da haben wir 750 Wattstunden. Auch hier sind wir schon in der neuen Systemgeneration und ja, zunächst ist erstmal alles mit 750 Wattstunden konfiguriert. So, also Bosch CX-Motor mit drin, dann das Kiox-Display mit drin. Das ist kein Touch-Display, oder? Nee, das ist kein Touch-Display. Hier wird alles über die Remote gesteuert, die quasi auch das Gehirn vom System ist. So, Fernlicht, sogar mit eigenem Schalter. Das ist, wer das nicht kennt, sehr praktisch. Ja, also gerade wenn man halt wirklich mal nachts im Wald unterwegs ist oder auch auf der Landstraße, da hat man das Fernlicht schon gerne dabei. Da hinten sieht man den Lichtschein. Richtig, wie das reflektiert an dem Rucksack da vorne. Machen wir Fernlicht? Also, das war das Abblendlicht, okay. Okay. Jetzt mal so, wir haben LEDs hier, ne? Ja, ja. Auf den Rucksack da, ne? Und dann. Ja. Das Beste wäre, wenn du mal gerade vors Fahrrad trittst, Lucien, und der Tobi mal gerade umschaltet, da kann man es auf deiner Hose ganz gut sehen, dass man das sieht. Also der Lichtschein ist wie beim Auto dann. So, da ist es die Hose. Du darfst ruhig ein bisschen näher kommen. Gutes Stück näher kommen. Einfach mal rückwärts zu mir kommen. Weiter, weiter nach vorne. So, das ist jetzt Fernlicht. Genau, Abblendlicht, Fernlicht. Also es wird dann wirklich, ja, wie beim Auto, richtig schön weit ausgeleuchtet. Die muss auch richtig, vielen Dank erstmal, die muss auch wirklich gut eingestellt werden, die Lampe. Das ist schon Körperverletzung, wenn du damit rumfährst mit Fernlicht, das wie beim Auto, blendet auch genauso. Ja, also das ist, muss man ein bisschen aufpassen.
Aber je nachdem, was für eine Lampe man hat, verbauen ja vielen Leuten Lupinenlampen ein. Die haben dann die Abblendfunktion wie bei so einem, ja, bei einem hochwertigen Auto, wo das Ding dann einfach abblendet, wenn man andere Verkehrsteilnehmer blendet. So, kostet 5.798,90 € Die Pedale sind dabei. Diesmal, das ist ein Testbike. Was hat denn das runter jetzt? Kannst du das ungefähr sagen? Gar nichts. Gar nicht. Ja. Also es gibt, ist ausgezeichnet als Testbike. Das muss man sagen. Ansonsten volle 2 Jahre Gewährleistung mit drin. Habt ihr schon mal einen defekten Rahmen überhaupt gehabt bei Riso Müller, außer einen Unfall? Also meines Wissens noch nicht. Ja, die bauen ja sehr brachial, aber hier die Form folgt der Funktion, kann man sehr schön sehen, hinten bei der Strebe, die drin ist. Das ist natürlich jetzt optimal, um diesen Gepäckträger massiv zu verstärken. Genau, also bei Riso Müller, da haben wir schon ziemlich steife Rahmen, die auch immer super stabil verarbeitet sind. Und das kommt auch schon in der Optik rüber. Ne? Also, das hier wäre ein Nahverkehrsfahrzeug, das ich unkompliziert einfach aus dem Keller holen kann und mache es an, denn dieser Carbonrahmen, das sieht man hier sehr schon, Riemen, sorry, der ist extrem haltbar, er wird auch nicht schmutzig, braucht kein Fett. Genau, der muss nicht geschmiert werden, also schmutzig, so ein bisschen Staub kann sich vielleicht mal sammeln, aber da brauchst du jetzt nicht wie bei der Kette irgendein Fett, wo du dann immer nachschmieren musst. Also gerade Leute, die mit dem Wohnmobil das Down rein und rausladen, die haben natürlich da keine schmutzigen Hosen oder so irgendwas dran, ich muss auf nichts achten. Die Bereifung, um darauf mal einzugehen, sehr, sehr großvolumige Reifen, das ist natürlich auch ein Komfortmerkmal, oder? Ja klar, hier haben wir jetzt die Supermoto X, das sind schon richtige Ballonreifen. Wenn du da halt über Kopfsteinpflaster fährst oder Wurzeln oder dergleichen, da federn allein schon die Reifen schon alles ein bisschen weg. Ja, das ist gar nicht, ich bin letztes Mal auch ein ungefedertes Fahrrad gefahren, also mit ordentlichen Reifen. Das ist unglaublich, was allein die Reifen schon an Komfort bringen, oder? Ja klar, wenn du da den Luftdruck nicht zu hart einstellst, da wirst du dann auch relativ komfortabel fahren. Was ist hier für ein Federelement verbaut bei dem? Da haben wir die Santur Mobi verbaut mit 34er Standrohren, also schon obere Mittelklasse. Luftfahrwerk, das heißt, ich kann es genau einstellen? Genau, kann aufs Körpergewicht oder soll aufs Körpergewicht genau eingestellt werden. Die lässt sich dann auch vorne noch absperren, wenn man dann den Berg länger hochfährt. Also schon ein besseres Element. Ja, Riese und Müller. Das war am Anfang war das noch relativ unbekannt. Man sieht immer mehr Riese- und Müller-Fahrräder. Oft natürlich haben beide das drin. Man sagt oder munkelt, dass Riese- und Müller-Kunden viel mehr Fahrrad fahren, weil sie irgendwie immer wieder Bock haben, aufs Fahrrad zu steigen, oder? Ja klar, das ist auch so ein bisschen Lebensgefühl. Ne? Also schaffst dir halt ein Rad für Jahre an und dann wird es auch wirklich extensiv genutzt. Also ich fasse mal zusammen, eine nahezu wartungsfreie Schaltung. Die Schaltung darf auch die 85 Newtonmeter, die der Motor kann? Genau, da muss nichts gedrosselt werden. Das ist ja bei Nabenschaltungen kann das mal ein Problem sein, aber bei der Enviolo, da können die 85 Newtonmeter einfach greifen. So, und die Bremsanlage, auch die wirklich erhaben, eine Magura-Bremsanlage, die richtig zupackt. 4 Kolben. Da kommt man wirklich gut zum Stehen, auch wenn man ein bisschen schwerer ist oder wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist den Berg runter. Mit großen Rotoren, also Bremsscheibe von 203 mm, da überhitzt nichts, da steht man gut satt. Ja, die kommen aus der Praxis, das sind Männer, die das teilweise designen. Da sterben schon mal gerne die Hände ab, bei Frauen auch. Gute Griffe sind ganz wichtig. Ja, also hier haben wir sehr gute Griffe, die von Ergon, die so ein bisschen nur einen Flügel hier haben, ne? Also diese Flosse, die so ein bisschen das Gewicht abfedert, beziehungsweise halt besser verteilt und die hier schön noch gummiert sind. Ne? So, jetzt habt ihr ganz viele Riese- und Müller-Fahrräder da, das ist jetzt ein Einzelstück. Habt ihr noch mehr von exakt dem Rad und wie heißt das? Das ist das Charger 4 in der Mixte-Variante. Mixte bedeutet, du hast den Trapezrahmen, also mit dem bisschen abgesenkten Oberrohr. Das ist jetzt eins von den allerersten, die ausgeliefert wurden. Es ist halt ein Testbike, kannst du hier ausprobieren, die dann so konfigurieren, wie du es haben möchtest. Da beginnt die Auslieferung von den Bestellrädern demnächst. Okay, das heißt, das ist neu. Genau, das war noch gar nicht auf der Straße. Ja, also das ist schon, haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, 2 Wochen oder so. Es kommt erst bei den meisten Händlern wahrscheinlich jetzt, oder den nächsten Rollout ist jetzt die nächsten paar Wochen, Monate. Wir haben es jetzt halt schon seit einer Zeit hier bei uns stehen, weil wir halt ja Erlebnisdosen sind ja schon seit fast 30 Jahren auch Riese-Müller-Händler. Und ja, dann kann man bei uns das sich mal angucken und mal fahren und so den Unterschied zum Charger 3, was wir ja auch noch da haben, ne? Wo wir momentan auch ein bisschen günstiger da haben und mal einfach gucken, brauche ich die 750 Watt oder reichen mir vielleicht sogar 625 oder sogar 500 Wattstunden, gerade bei den kleineren Personen. Ne? Ja, schön gemacht, auch bei Riese und Müller. Ganz viele Aufnahmen, die man drauf ist. Da geht wahrscheinlich sogar der Range Extender bei dem.
Also zweite Batterie, ich sehe nämlich unten ist vielleicht eine Öffnung, vielleicht, also wir lassen das mal offen. Aber du kannst zum Beispiel ein Schloss kannst du unten drunter machen, du kannst also wirklich alles festmachen. Allein hier sind nochmal Aufnahmen mit dran. Was ich auch gut finde, ist, dass zum Beispiel der Sattel, der ist jetzt nicht mit dem Schnellverschluss versehen, was in der Stadt natürlich sehr unangenehm sein kann. Ja, wird gerne mal geklaut. Oder auch nur in die Hecke geworfen, um denjenigen zu ärgern. Und gerade wenn dann halt eine gefederte Sattelstütze drin ist, die ja doch auch ein bisschen Geld kostet, ist das sehr ärgerlich. Gut, man bräuchte jetzt hier nur einen Inbus, aber ich kann nicht ad hoc einfach mal irgendwas mitnehmen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr das haben möchtet, 5.199 €, sag was. Genau, es gibt das Rad nicht nur in weiß. Die meisten Riesenmüller-Räder sind halt auch in 2 oder 3 Farben. Das Vorgängermodell gab es ja in diesem Sunrise Red und jetzt gibt es das hier Modell halt in dem Weiß, Ceramic Weiß heißt es, White glaube ich, und in so einem dunklen. Und wenn jemand halt noch Fotos sehen will von den anderen Modellen, kann er auch gerne mal bei uns auf der Homepage gucken oder unseren Social Media Aufträgen. Preis gilt bis 31.12.2022. So wie er jetzt hier abgebildet ist, wird es auch eine Preiserhöhung geben? Da fragst du was. Also bei den anderen Herstellern weiß er nickt, so ausnahmsweise mal das erste Mal, wo man sagt 23. Ihr habt auch einen Vorteil gehabt, Riso Müller konnte immer gut liefern. Das war also, ich glaube, die haben, weil das ja auch eine Manufaktur ist, wirklich viele Teile vorrätig gehabt. Genau, also Riso Müller hat wirklich noch richtig was auf Lager und das hatte den großen Vorteil, dass auch jetzt in der Zeit, wo alles sehr, sehr knapp war oder teilweise auch immer noch ist, dass man dann sich wirklich das Rad so konfigurieren und bestellen konnte, wie man es dann auch wirklich final haben wollte. So, komm mal mit. Das ist nur eine kleine Auswahl an Testrädern, die ihr habt, also die man zeigen kann. Ihr habt also wirklich vom Lastenrad über Mountainbikes, ihr habt fast alles da. Und was ja viele auch nicht wissen, dass Riso Müller wirklich eine riesen Bandbreite baut an Fahrrädern. Sie haben alles außer Kinderräder. Genau, also wir haben hier jetzt diese Erlebniswelt in dieser Ecke. Ne? Jetzt wird ab nächster Woche noch hier dieser Bereich, wo bei uns die Hardtails sind, noch ein Bereich verlängert, ne? Dass wir dann die Räder, die wir alle überall oben haben oder in dem Raum, wo wir nebenan drehen, wo da die Räder sind. Das hier ist nämlich nur ein kleiner Auszug, dass wir die alle auf der vorderen Fläche hier haben. Das heißt, wenn man reinkommt, ist der erste Bereich fast nur Riso Müller und dann sieht man noch mehr Farben, noch mehr Größen. Weil das hier bildet nur so ein kleiner Auszug, das siehst du ja hier. Hier haben wir einen Urban, hier haben wir einen Roadster, da einen Nevo. Dass wir dann quasi von jedem Modell immer nur einen Auszug halt haben. Ne? Ja, Leute kommen aus ganz Deutschland zu euch und testen diese Fahrräder. Vielen Dank fürs Einschalten. Conrad Green Bikes, mal so englisch ausgesprochen, denn natürlich hier in Kaiserslautern habt ihr viele Leute, die bei der Base noch arbeiten, bei der US Air Base hier in Kaiserslautern. Mr. Conrad, ja. Genau, auch die können das natürlich kaufen ohne Mehrwertsteuer, wenn sie das entsprechende Formular mitbringen. Wenn sie das VAT, also das Wettform haben, genau, können sie es mit, ohne die Mehrwertsteuer halt holen. Und ja, das bieten wir natürlich auch gerne an. So, vielen Dank fürs Einschalten. Konrad, nochmal die Rückseite bitte von dir. Da ist es bei Green Bikes. Tschüss. Ciao.